jetzt Gedanken gemacht über den Kamin, wie ich den machen möchte. Habe mir hier so ein paar Flacker-Teelichter geholt und mittels Zange habe ich das gelöst. Ja? Und ja, dieses Gehäuse abgemacht, damit das etwas kleiner ist. Und daraus halt das Lagerfeuer zu machen für den Kamin. Mal gucken, wie ich weiter vorgehe. Jo. So, jetzt geht es ein bisschen weiter. Ich habe jetzt hier das ja, Teelicht mit Hölzern außenrum fertig gemacht und wird jetzt mit Acrylfarbe hier bemalt, komplett schwarz, vorbearbeitet. Und dann habe ich hier neben so ein paar lange Streichhölzer. Und die werden dann, ich habe schon 2 Stück fertig soweit, drumherum gemacht, aber auch schon mal schwarz bemalt, damit dann, ja, dass dann nachher das Lichtchen halt komplett abgedeckt ist und so flackert. Also ich werde es so zubauen, dass man das fast nicht mehr sieht. Und das seht ihr dann. Ne? Gut, bis dann. Weiter geht's. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt hier das Teil komplett schwarz bemalt, außer die Lampe. Und hier die ersten 3 ja, großen Streichhölzer. Die kann man überall, glaube ich, bekommen. Die sind halt sehr groß. Ja, und ganz praktisch für sowas, für so ein Lagerfeuer. Weil das wird jetzt, wie gesagt, das Kaminfeuer fürs Gasthaus. Ja. Die 3 werden noch ein bisschen schwarz bemalt hier. Und dann werden die auseinandergeknipst, die richtige Größe, und kommen dann außen herum. Ja, was seht ihr dann? Ja? Gut, weiter geht's. So, jetzt habe ich hier den, ja, das Feuer für den Kamin. Also soweit herumgebaut. Ja? Und auch schon schwarz bemalt. Ja? Stück für Stück halt muss man das machen. Also erst die Hölzer vorbearbeiten, bevor man da anfängt, ja, die drauf zu kleben, weil hinterher ist das Bemalen ein bisschen schwierig, weil das Teelicht, was innen drin ja flackern soll, das darf ja nicht schwarz gemacht werden, damit das Licht auch durchfällt dann. Ja, dann geht es gleich weiter. Ich werde es jetzt gleich mit Moving Brown bemalen, also braun. Und ja, seht ihr dann. So, das ja, Feuer für den Kamin ist fertig. Und ja, der Flackereffekt ist zu sehen. Ja, hier jetzt geht es weiter mit den Kamin. Dafür habe ich mir hier Styropor besorgt. Da werde ich jetzt ein paar Sachen ausmessen. Ja, wie viel es sein wird, weiß ich noch nicht, weil das Feuer da ja reinpassen muss. Und ja, gleich geht's los. Gleich werde ich das mal ausmessen und dann gucken wir mal. Ne? Gut. Ja, also ich habe jetzt, wie gesagt, den Kamin, den Rohbau erstmal gemacht, die 3 Kanten. Das waren jetzt 7 cm hoch, 7 cm breit. Dann habe ich das mittlere Teil ein bisschen gekürzt, damit das Feuer da auch reinpasst. Ich habe nur ein bisschen Platz gelassen an den Seiten, weil da ja noch die Reparatur-Spachtelmasse noch dran kommt. Na? Und ja, jetzt mache ich erstmal noch hier oben das Dach fertig und den Abzug. Na? Genau. Ne? Jo. Und dann geht es weiter. Tadü. So, ich habe jetzt hier auf jeden Fall den Kamin. Und der kommt jetzt erstmal auf dem Untergrund, unter Pappe. Und das werde ich drumherum erstmal ausschneiden. Ne? Und dann ja, seht ihr das dann, ne? Wie es so weitergeht. So, ich habe jetzt also nochmal eins nachgelegt. Also man braucht 4 Stücke, jeweils 7 cm breit, 7 cm hoch. Und damit kann man halt so einen schönen Kamin dann halt bauen. Jetzt kommt bald die Reparaturspachtelmassen noch zum Einsatz. Ja, aber erst wenn es trocken ist. Das seht ihr dann. Ne? Gut, und weiter geht's. Ja, jetzt geht es hier an dem Kamin weiter. Ich habe jetzt hier die Spachtelmasse und hier den geklebten Kamin. Der wird jetzt innen und außen mit Spachtelmasse von oben nach unten beschmiert. Und ja, überlege noch, ob ich hier oben noch so eine Art ja, Kamin nach oben noch mache. Oder vielleicht lasse ich das auch so, mal gucken. Ja, im Nachhinein kann man den auch mal dran machen. Aber jetzt erstmal wichtig, dass ich das komplett beschmiere. Dazu ein paar Pinsel, einen groben, einen feinen. Oder sagen wir erst größeren und einen kleineren. Und ja, auf jeden Fall Wasser, ne, dazu noch geholt. Und ein Tuch. Und dann geht es auch schon bald los. Ich überlege noch hinterher, wenn das dann alles so grundiert ist,
mittels Acrylfarbe hinterher. Ja. Dann den noch zu schmücken, also vielleicht noch ein paar Regale dort oben drauf zu machen, ein paar Schilde, ein paar Waffen, also so wie man das halt so kennt. Ja, ja gut, wisst ihr Bescheid. Ja, geht's gleich weiter. Ja, jetzt habe ich hier auf jeden Fall den Innenbereich erstmal gemacht. Ich habe mir gedacht, ich werde den Kamin noch auf ein Stück Pappe kleben, damit er ein bisschen stabiler ist und dann den Rest von außen hier auch dann machen. Aber das müsste erst trocknen und dann nachher geht es weiter. Yep. Ja, ich habe jetzt hier auf jeden Fall die Pappe unten drunter gemacht. Ja, und damit es ein bisschen stabiler ist, werde aber noch hier oben so eine Art Rauchabzug noch hinbauen, der so ein paar Zentimeter hoch geht. Hier als Rauchabzug für den Schornstein. Ja, und mal gucken, was als nächstes kommt. Ich denke mal, wenn es dann geklebt ist, wird erstmal weiter mit der Spachtelmasse weitergemacht. Um das Ganze dann halt komplett zuzuschmieren, damit hier diese Styroporflächen verschwinden, dass es dann auch so aussieht wie hier, das Ganze. Ja. Gut, das Feuer hier, Moment, das passt hier auch direkt rein. Ich habe jetzt nur die hintere Seite so gemacht, dass man es so reinstellen kann. So, und dann kann man das anmachen und dann haben wir ein schönes Kaminfeuer. Ja. Gut, und dann geht es weiter. Ja, nun habe ich auf jeden Fall hier Kamin, also diesen Schacht, der mit dran gebappt oder geklebt, mit zwei Styroporteilen. Und jetzt geht es halt los mit der Spachtelmasse, das zu bearbeiten komplett. Also innen habe ich das schon gemacht. Ja, und ja, das wird ein bisschen Arbeit werden, aber es wird schon gehen. Also rundherum, wie gesagt, wird erstmal die Spachtelmasse aufgetragen. Das Stück Pappe, was hier noch rausguckt, werde ich noch ein Stück abschneiden, damit es ungefähr die Breite hat. Ja, damit ich das alle runterschmieren kann. Ja, und dann würde ich sagen, lege ich mal los, nicht? Mhm. Ja, wenn ihr dann sowas machen wollt, streicht die Spachtelmasse immer von oben nach unten gerade runter, damit das ein bisschen, sag ich mal, gleichmäßig aussieht. Ne? Gut. Mhm. Und weiter geht's. Ja, also hier, wie gesagt, habe ich jetzt die eine Seite schon mal, also die Seite gemacht, die hintere Seite auch. Die Seite hier noch nicht, in der anderen Seite, was kommt noch. Und ja, jetzt bin ich gerade oben dran, den Schornstein weiter zu machen. Muss man langsam machen, muss ein bisschen trocknen, ne? Immer so Stückchen für Stückchen halt. Ne? Gut, und dann geht es gleich weiter. So, ja, der Kamin ist auf jeden Fall jetzt komplett mit der Streichpaste, also der Füllmasse bearbeitet. Sowohl innen und außen. Und jetzt ist er gerade am Trocknen noch ein bisschen. Ja. Und als nächstes wird er grundiert. Ne? Ja. Und dann geht es wieder weiter. Tadü. Ja, jetzt werde ich mit beginnen auf jeden Fall hier mit Acrylfarbe den Kamin komplett schwarz zu grundieren. Ja. Jupp, also hier bin ich gerade dabei, den Kamin schwarz zu bemalen mit der Acrylfarbe und habe festgestellt, dass das nach oben noch ein bisschen nass ist und werde von daher erstmal nur untenrum weiter pinseln. Jupp. Gut, also ich komme langsam vorwärts und ja, immer so Stückchen für Stückchen das Schwarz zu bemalen, ja, mit der Hand. Man könnte sich auch mit einer Sprühdose grundieren, aber wenn dann nur mit Acrylsprühfarbe, weil alles andere, was irgendwie mit Alkohol drin ist oder so, würde das Styropor angreifen. Ja? So. Gut, also ich komme langsam vorwärts und ja, immer so Stückchen für Stückchen das Schwarz zu bemalen, ja, mit der Hand. Man könnte sich auch mit einer Sprühdose grundieren, aber wenn dann nur mit Acrylsprühfarbe, weil alles andere, was irgendwie mit Alkohol drin ist oder so, würde das Styropor angreifen. Ja, so. Ja, jetzt ist er fertig, grundiert, der Kamin. Und ja, und dann wird er mit zwei Farben, also einmal weiß und grau, also erst grau und dann weiß, gebürstet. Ja. Und dann ist erstmal das Rohteil fertig und ich denke mal, das Bemalen wird dann in der nächsten Direktübertragung kommen. Na? Und ja,
Dann macht's mal gut. Euer Windolf verabschiedet sich und ja, schaltet ein für die Direktübertragung oder für den nächsten Clip. Ja, macht's gut. Ne? Bis dann. Tschüss.